Warnung: Das folgende Video enthält eine Vielzahl falsch ausgesprochener Namen. Im Monat Juli ist Tekken 4 unser Spiel des Monats. Doch bevor ich damit loslege, warum Tekken 4 ein gutes Spiel ist, gebe ich euch einen kurzen Abriss zur Story der ersten 3 Teile. Achtung, fertig, los! Heihachi Mishima wirft seinen Sohn Kazuya in eine Schlucht, um dessen Stärke zu testen. Später veranstaltet Heihachi das King of Iron Fist Tournament. Ki nimmt Kazuya aus Rache teil, besiegt seinen Vater, wirft ihn in dieselbe Schlucht und wird Kopf seines Imperiums. 2 Jahre später veranstaltet Kazuya das King of Iron Fist Tournament 2, wo auch Heihachi seinerseits teilnimmt, da er den Sturz aus der Schlucht überlebte. Im Finale kämpfen beide gegeneinander. Heihachi gewinnt, Kazuya wird Devil Kazuya, Heihachi gewinnt trotzdem und wirft Devil Kazuya in einen Vulkan und somit wieder Kopf seines Imperiums. Während des Turniers hatte Jun Kazama eine Liebelei mit Kazuya, wird schwanger und muss ihren Sohn alleine aufziehen. 19 Jahre später trainiert Heihachi seinen Enkel Jin Kazama, um den Tod seiner Mutter Jun Kazama zu rächen. Heihachi veranstaltet das King of Iron Fist Tournament 3 in der Hoffnung, dass das uralte Wesen Ogre, welches Jun Kazama auf dem Gewissen hat, teilnimmt. Jin besiegt Ogre, Heihachi schießt Jin in den Kopf, Jin wird Devil Jin und fliegt. Puh, soweit, so Tekken 1 bis 3. In Tekken 4 wiederum, da steht der totgeglaubte Kazuya wieder im Vordergrund, der sich mit Hilfe der sogenannten G-Corporation, ist denn eigentlich für diesen Namen verantwortlich, an seinem Vater rächen will. Kampfspiele waren noch nie wirklich für gute Storylines bekannt, aber was Namco hier mit Tekken fabriziert, ist Trash allererster Güte. Dafür wird das gebotene serientypisch mit schicken Rennersequenzen inszeniert. Jeder Charakter hat seine eigene Sequenz. Dafür müsst ihr euch nur mit jedem Charakter durch den Story-Modus prügeln. So ist es schon seit Tekken 1 und es ist die perfekte Möglichkeit, die unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen. Im Gegensatz zu den älteren und neueren Teilen der Reihe hat Tekken 4 den kleinsten Kader an Kämpfern vorzuweisen. Dies war primär der Spielbalance geschuldet und sollte verhindern, dass es übermächtige Charaktere gibt und alle Kämpfer, die richtige Spielweise natürlich vorausgesetzt, gleich auf sind. Weniger ist bekanntlich manchmal mehr. Wirft man einen Blick auf Tekken Tag Tournament 2 mit seinen über 50 Kämpfern, fällt natürlich auf, dass die Entwickler nach der Kritik zurückgerudert sind und wieder verstärkt auf Masse setzen. Bleiben wir kurz bei Tekken Tag Tournament 2, sieht man im direkten Vergleich, dass Tekken 4 wesentlich gemächlicher abläuft. Natürlich ist es gemein, 2 Spiele miteinander zu vergleichen, wo über 10 Jahre sowie Tekken 5 und 6 dazwischen liegen. Doch mit diesem Vergleich kann man schön erkennen, wie sich die Reihe entwickelt hat. In Tekken Tag Tournament 2 gibt es beispielsweise immer noch Interaktion mit der Spielumgebung. Dieses Feature hat der 4. Teil innerhalb der Reihe etabliert und es wurde bis heute übernommen. Überhaupt markiert der 4. Teil einen Bruch in der gesamten Tekken-Serie. Im Vergleich zu den anderen Teilen spielt sich dieser Teil deutlich weniger arcadisch. Ich benutze lieber nicht das Wort realistisch, denn in einem Spiel mit kämpfenden Pandas kann ich in keinster Weise von Realismus sprechen. Auch der Tekken Force Modus, wo ihr euch als Ein-Mann-Armee gegen Horden immer gleich aussehender Gegner prügelt, Death by Degree lässt grüßen, spottet jedweder Form von Realismus. Spaß macht es allerdings allemal. Aber das wirkliche Spaßpotenzial liegt in den direkten Duellen mit menschlichen Kontrahenten. Richtige Profis nutzen das sogenannte Juggling-Feature. Das bedeutet, dass ihr euren Gegner so lange in der Luft haltet, dass dieser sich nicht wehren kann. Durch die veränderte Dynamik fiel es mir persönlich wesentlich schwieriger, dieses Feature gegen meine Gegner zu nutzen, was die Partien wiederum etwas spannender gestaltete. Trotz des beschnittenen Kaders ist für jeden Spielertypen etwas mit dabei. Hwoarang beispielsweise hält seine Gegner mit seinen Tritten auf Distanz, während Chrissy wie ihr Lehrmeister Eddie Gordo auf Capoeira setzt und mächtige Kombos auf ihre Feinde loslässt. Um die Charaktere zu meistern, stehen euch Tekken-typisch noch andere Spielmodi zur Verfügung. Neben dem bereits genannten warten noch der Zeitkampf, der Teammodus, Überleben, Übung und Training auf euch. Besonders Training ist für diejenigen nützlich, die jeden Move haarklein erläutert bekommen wollen, um für jede Situation gewappnet zu sein. Vielleicht hätten Konstantin und ich diesen Modus nutzen sollen, denn obwohl wir zumindest früher vergangene Teile gespielt hatten, ist davon in unseren eigentlichen Duellen leider nicht viel hängen geblieben. Aber sei es drum, denn Spaß hatten wir trotzdem.